Hallo zusammen, in diesem Video erkläre ich, wie man den Stochastik-Oszillator-Indikator richtig für den erfolgreichen Handel mit binären Optionen einsetzt. Sind Sie bereit, einige Geheimnisse zu erfahren? Los geht's! Freunde, wenn Sie genau Handelssignale, Echtzeit-Handelstreams und Zugang zu einzigartigen Strategien erhalten wollen, abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal. Hallo zusammen, heute werde ich Ihnen beibringen, wie man Geld auf binäre Optionen mit einer einfachen Strategie, die bereits gebracht hat, mir fast $4.000 zu machen. Wir werden auf der Binomo-Plattform handeln. Der Link zu dem Broker, bei dem ich handle, ist in der Beschreibung. Da registrieren Sie sich und machen Sie es mir nach. Die Strategie, die ich Ihnen heute zeigen werde, ist sehr einfach. Aber sie eignen sich sowohl für Anfänger als auch für professionelle Händler. Für diese Strategie benötigen wir einen interessanten Indikator. Wir klicken hier unten links und fügen den Indikator Stochastik hinzu. Wir legen die Grundeinstellungen fest und unser Indikator erscheint in der Grafik. Wenn wir diesen Indikator betrachten, sehen wir zwei Zonen. Die obere Zone und die untere Zone. Die obere Zone stellt das Niveau des überkauften Zustands dar und die untere Zone steht für den überverkauften Zustand. Wenn sich diese Linie der überverkauften Zone nähert, machen wir ein Geschäft für einen Anstieg. Wenn sich der Preis der überkauften Zone nähert, gehen wir davon aus, dass er fehlt. Natürlich gibt es bei dieser Strategie einige Feinheiten, die ich im Laufe dieses Videos erläutern werde. Schauen Sie sich dieses Video also aufmerksam bis zum Ende an. So, ich habe die erste interessante Situation gefunden. Ich mache einen Deal zum Fallen. Wir sehen, dass die Stochastik in der überkauften Zone ist. Außerdem ist die allgemeine Bewegung der Grafik fallend. Mein erster Ratschlag, um Ihren Handel zu verbessern, ist also dieser. Handeln Sie immer innerhalb der allgemeinen Preisbewegung. Also grundsätzlich gilt, wenn wir eine steigende Bewegung sehen, handeln wir nur dann, wenn wir ein Signal der Stochastik sehen. Oder wie in dieser Situation, zum Beispiel, wenn die allgemeine Bewegung abwärts gerichtet ist, wir handeln nur abwärts, sobald der Indikator ein Signal anzeigt. Unser Handel wurde zuversichtlich mit Gewinn abgeschlossen. Weiter geht's. Also, ich mache einen Deal nach unten. Der Stochastik hat die überkaufte Zone erreicht. Außerdem ist die allgemeine Trendbewegung abwärts gerichtet. Diese beiden Faktoren reichen mir aus, um ein Geschäft zu machen. Also, der zweite Ratschlag lautet, beachten Sie das Risikomanagement. Früher oder später könnte Ihr Geschäft scheitern. Wenn Sie das Risikomanagement nicht betrachten, könnten Sie Ihre gesamte Anlage nach buchstäblich 2 fehlgeschlagenen Geschäften verlieren. Unser Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen. Ich habe eine weitere gute Situation gefunden, um in den Markt einzusteigen. Ich mache ein Geschäft für steigende. Wir sehen, dass die Stochastik in die überkaufte Zone gekommen ist. Wenn wir herauszoomen, sehen wir, dass die allgemeine Bewegung auch nach oben ist. Unser Geschäft schließt mit Gewinn ab. Ich mache also einen weiteren $500 Deal nach oben. Wir sehen, dass die Stochastik in die überverkaufte Zone gekommen ist. Außerdem ist die allgemeine Bewegung aufwärts gerichtet. Lassen Sie mich Ihnen einen weiteren Rat geben, der Ihnen helfen wird, noch genauere Einstiegspunkte zu finden. Wenn Sie einen Fall sehen, in dem Sie ein Signal von der Stochastik haben und der Preis sich in der Zwischenzeit irgendwo in der Nähe von Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus befindet, ist das ein perfekter Einstiegspunkt, der erstrangig gut funktionieren kann. Unser Geschäft hat verloren, aber das ist okay. Wir verdoppeln den Betrag des Deals und machen ein kompensierendes Geschäft. Natürlich muss man nicht immer diese ausgleichenden Geschäfte machen. Ich habe es hier genommen, weil die Stochastik keine Reaktion gezeigt hat, obwohl er immer noch in der überkauften Zone ist. Das Geschäft lässt mich zuversichtlich mit Gewinn. Ich habe eine weitere interessante Situation gefunden, mit der ich arbeiten kann. Ich mache ein Geschäft mit steigendem Kurs. Wir sehen, dass die Stochastik in der überverkauften Zone befindet. Außerdem ist die allgemeine Bewegung aufwärts gerichtet.
Unser Geschäft hat verloren. In diesem Fall mache ich kein ausgleichendes Geschäft. Ich verdopple den Betrag des Deals und schließe ein Geschäft mit einem anderen Währungspaar ab. Denn in diesem Fall hat die Stochastik bereits eine Art Reaktion gezeigt. Das könnte nicht noch einmal passieren. Also, ich hoffe, das ist klar. Also mache ich ein Geschäft für steigende Kurse. Die Stochastik befindet sich in der überverkauften Zone. Außerdem ist die allgemeine Bewegung aufwärtsgerichtet. Das ist genau der Grund, warum ich mich hier für einen Anstieg entschieden habe. Das Geschäft wurde erfolgreich mit Gewinn abgeschlossen. Dank dieser einfachen Strategie haben wir es also geschafft, $1.500 in nur wenigen Minuten zu verdienen. Offensichtlich ist das nicht die Grenze. Heute mache ich eine kostenlose Handelssitzung auf meinem Telegram-Kanal. Der Link steht in der Beschreibung. Sie können einfach mit Geschäfte kopieren und mit mir zusammen verdienen. Das war's mit dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi, bis bald.